Also wirklich, was ist denn hier los? Ja? Was ist denn hier los? Ist doch der Hammer, oder? Ist doch der Hammer. Ja, du hast hier quasi eine mobile Powerbank immer mit dabei. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es nicht um MacBooks, es geht auch nicht um Akkus, es geht auch nicht um Fräsen, sondern es geht um dieses kleine Teil, was wir hier haben. Denn das hier ist ein echter Problemlöser. Denn hiermit kannst du gefühlt alles laden und alles betreiben. Denn du hast hier einen winzig kleinen Adapter, den steckst du hier auf deinen Standard Dewalt 18 Volt Akku drauf. Klick, dann zeigt er dir an, hier voll oder nicht voll, was geht los. Und dann haben wir hier hinten zwei Anschlüsse. Und zwar komm am besten mal dichter. Wir haben hier nämlich einen USB-A-Anschluss und einen USB-C-Anschluss. Jetzt zeige ich euch das Gerät mal allgemein im Detail. Ich mache es nochmal ab. Und zwar so, das ist das, worum es hier heute eigentlich geht. Und zwar einen Charger. Ich nenne es mal wirklich das ist der Charger. Der kann diesen Akku hier laden, aber er kann auch mit dem Akku diesen Akku hier laden. Und das ist doch der Hammer, oder? Es geht also wirklich um dieses kleine Teil. Das ist wirklich ein Fast Charger. Und das ist total erstaunlich, was heutzutage alles möglich ist. Weil, gucken wir uns das wirklich nochmal ganz genau an. Hier unten haben wir die Aufnahme für 18 Volt Akkus. Ja, die können wir hier draufstecken. Dann sehen wir hier, das ist alles nur hübsches Design, mehr ist es nicht. Hier vorne haben wir eine Ladestandsanzeige. Hier siehst du auch, wie voll das Ganze ist, je nachdem wie es blinkt. Ja, auch das Thema Wärme wird hier angezeigt. Und dann haben wir hier auf der Rückseite diese zwei Anschlüsse. USB-A, ja, für Output und USB-C für Input und für Output. Und jetzt zeige ich euch mal, wie leicht das Ganze geht. Wir nehmen es einfach hier einen 18 Volt Akku, stecken es drauf, zack und drauf. Aber nicht, dass ihr denkt, dass die 54 Volt Flex Volt Akkus von Dewalt nicht funktionieren. Auch die funktioniert. Ich habe hier einen amtlichen riesigen Block und damit habe ich schon mehrmals hier meinen Laptop geladen. Auch das Ganze hier drauf. Und dann macht ihr einfach noch Klick und schon ist es drauf. Und auch hier könnt ihr das Ganze betreiben. Und dieses Gerät, ja, nochmal, dieses kleine Gerät hier, ersetzt deinen normalen Lader, deinen Akkulader, beziehungsweise es kann deinen Akkulader ersetzen. Denn hiermit kannst du Folgendes machen. Du nimmst einfach mal dieses Teil, steckst es hier auf deinen 5 Ampere-Stunden Akku drauf, wieder Klick. Dann nimmst du das USB-C-Kabel, steckst es hier rein, steckst das Ganze hier an dein Ladegerät, zack, das in die Steckdose und schon wird dein Akku geladen. Also wirklich hier, zack, 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 wupp, Akku wird geladen. Normalerweise, man kennt diese Geräte ja. Also ich habe sowas schon mal vorgestellt von verschiedenen Herstellern, das verlinke ich dir mal hier oben. Hatte ich, glaube ich, mal auch so als Geschenkset quasi mal bezeichnet, weil da kann man auf einer Baustelle wunderbar mal sein Handy laden oder mal so Kleinigkeiten mitmachen, so rumtüdeln, sage ich immer. Das hier was komplett anderes, komplette andere Klasse, komplett andere Güte. Und übrigens, ganz nebenbei, ich blende dir mal da den aktuellen Preis ein. Und wenn dich dafür interessiert, schau mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du wie immer den ehrlichen Preisvergleich und den aktuellen Preis. Weil das ist so neu, kann auch durchaus sein, dass sich der Preis dann noch ein bisschen anders einreguliert als das, was ich dir nochmal da gerade zeige. So, wir haben ja also wirklich etwas, was mehr kann als die alten Geräte, die einfach nur mal hier sowas wie ein Handy jetzt betreiben konnten. Ja? Und da war es in der Regel so, dass sie so vielleicht mal mit 2 Ampere hier laden konnten. Der hier lädt, ich gucke noch mal ganz zur Sicherheit, ob das wirklich so ist, und zwar lädt er mit 2,4. Mit 2,4 Ampere kann der einfach mal hier mein Handy laden. Da wird das aber schnell voll. Also das ist schon nicht ohne, okay. Das Interessante ist aber eben, das ist ja ein USB-A und Zeug. Ja? Aber was in der Vergangenheit noch nie funktioniert hat, sind 2 Dinge. Und zwar gucken wir mal wirklich so in 2 Richtungen. Nummer 1, stell es wirklich so hin. Und zwar, was nie funktioniert hat, ist erst einmal diese Richtung, das Vollladen. Ne? Das heißt, die alten Ladegeräte, die ihr so kennt, also die schon nicht diese High-Power, High-Quality, Tralala-Ladegeräte, die wirklich hier den Strom nur so reinpressen, die sind auch nicht viel schneller als das hier. Ja? Ich will das hier nicht als alt bezeichnen, aber früher hat man gesagt, eine Stunde für so einen Akku, um den voll zu laden, voll okay. Ja? Heute geht es mit einigen Ladegeräten schneller, fein, fein, fein. Aber im Grunde reicht das, weil in der Regel brauchst du auch eine Stunde, um den leer zu kriegen. Also wenn du 2 Stück hast, kannst du immer hin und her wechseln. Hier drauf, das macht so einen Spaß.
klack, und los geht's dann auch schon. Ja? Und dann einfach hier das Ganze hier an Strom anschließen und schon kannst du vor allem auch mobil, wenn du unterwegs bist, wenn du nicht so viel mitnehmen willst, wenn du nicht nur sagst, noch einen Lader mitnehmen, wenn du den Lader vielleicht zu Hause auch fest verbaut hast, kannst du das hier unterwegs schnell mal nehmen, um das Gerät oder um den Akku zu laden. Genauso wie halt auch den. Ja? Sodass wir hier eine komplett neue Seite haben, und zwar diese Seite, das hier so rein in den Akku, das ist neu. Aber auch diese Seite hier ist neu, denn, jetzt müsst ihr mal hören, ja? Und zwar ich nehme jetzt einfach den Akku wieder hier drauf, nehme mein USB-C-Kabel und hier habe ich das MacBook Pro. Das Ding hat einen fiesen Akku drin und der lädt auch nicht an allem unbedingt. Und hier ist es so, dass so etwas wie das hier konntest du mit anderen Geräten eigentlich in der Regel nie laden oder nie aufladen, vor allem nicht aufladen. Ja? Ich habe gestern Folgendes gemacht. Ich habe einfach mal gesagt, ich habe nur noch 10–15% Restakku. Habe den, wirklich wahre Geschichte, habe den hier genommen, habe das hier rangesteckt und jetzt hörst du es gleich. Und zwar, das war das Geräusch, erkannt und jetzt lädt er. Und dann habe ich Folgendes gemacht, ich habe das hier mir so zusammengesteckt, habe mich hier hingestellt und habe ein neues Video für euch geschnitten und dann auch rausgerendert, hochgeladen und so weiter und so fort. Und während er das Ganze gerendert hat, geschnitten habe und so weiter, ist der Akku nicht leerer geworden, sondern im Gegenteil, er hat ihn sogar noch fast vollgeladen in relativ kurzer Zeit. Da war ich ja völlig baff. Also wirklich, was ist denn hier los? Ja? Was ist denn hier los? Das heißt, das Teil hier kann mein MacBook laden. Und das heißt auch, normale Laptops sind damit ohne Probleme betreibbar. Ergo, du hast hier quasi eine mobile Powerbank immer mit dabei, wenn du so ein Gerät wie das hier hast. Und kannst das Ganze betreiben. Du kannst übrigens auch, hier hast du ja zwei Anschlüsse, A und C. Du kannst also klassisch sagen, naja, ich habe hier mein normales Handy mit meinem alten A auf Lightning oder A auf Mini, USB oder sowas Kabel und lädst das auf, Nummer 1 in die eine Richtung, und auf Nummer 2 lädst du entsprechend das Ganze sowas wie das Laptop hier auf. Funktioniert wunderbar und geht. Ja, das ist ja echt ein Ding, oder? Stellt euch mal vor, wir haben hier 90 Watt. Der pumpt hier in meinen Laptop 90 Watt rein. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Stellt euch mal vor, ihr seid unterwegs, in eurem Camper macht und tut, ihr seid Dewald-Benutzer, dann wird euch der Saft auf jeden Fall mit solchen Akkus nicht so schnell ausgehen. Und mit solchen großen erst recht nicht. Also, wenn jemand mal ausrechnen möchte, dann, wie oft man damit vielleicht so ein herkömmliches Handy mitladen kann, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Mich würde auch eure Meinung interessieren, was ihr dazu sagt, was ihr auch so zu dieser Evolution sagt, von diesen alten Geräten, die eigentlich nur so normal was laden konnten, ein bisschen mit USB-A mit Spaß haben konnten, mit so was wie ein Handy oder kleine Geräte und jetzt hier so viel Bums und Power haben. Ja? Immer gerne unten in die Kommentare. Und jetzt sage ich mal dran an die Ladegeräte, ordentlich Strom unterm Akku und bis zum nächsten Mal.